Willkommen alle zusammen. In diesem Video lernst du keine neuen Wörter. Ich helfe dir bei dem, was dich wirklich stoppt, deiner Aussprache. So wirst du endlich klingen, wie du es dir immer gewünscht hast. Am Ende dieses Videos wirst du merken, jetzt klingt dein Deutsch natürlich. Auch hör bis zum Ende zu. Lass mich dich etwas fragen. Wie viele Wörter kennst du schon? Wie viele Sätze hast du gelernt? Wie oft hast du gedacht, warum klingt mein Deutsch so unnatürlich? Du weißt, was du sagen willst, aber dein Mund macht nicht mit. Deine Zunge stolpert. Dein Tonfall verrät dich. Dein Deutsch klingt anders, als du es dir vorstellst. Nicht, weil du schlecht bist, nicht, weil du wenig gelernt hast, sondern weil du nie gelernt hast, Deutsch richtig auszusprechen. Niemand hat dir gesagt, dass Deutsch nicht nur Wörter sind, sondern Bewegung, Rhythmus und Klang. Dein Mund ist ein Muskel. Und jeder Muskel braucht Training. Heute wecken wir deine Stimme. Heute lernst du Deutsch zu fühlen, nicht nur zu verstehen. Heute beginnt der Moment, in dem dein Deutsch echt klingt. Kapitel 1. Die bittere Wahrheit. Du hast lange gelernt. Stunden, Wochen, Monate oder sogar Jahre. Du kennst die Grammatik. Du weißt die Regeln. Du verstehst fast alles. Du hast viele Videos geschaut, Wörter wiederholt und Listen geschrieben. Trotzdem klingt dein Deutsch nicht natürlich. Du hörst es selbst. Etwas klingt hart und fremd. Du sprichst richtig, aber es klingt falsch. Du sagst die Wörter korrekt, aber es wirkt wie gelesen, nicht gesprochen. Du fragst dich, warum klingt mein Deutsch anders, obwohl ich so viel gelernt habe? Die Wahrheit ist, du hast dein Gehirn trainiert, aber nicht deinen Mund. Du kennst die Wörter, aber dein Mund kennt sie nicht. Deine Lippen, deine Zunge und dein Atem bewegen sich noch wie in deiner alten Sprache. Du sprichst Deutsch mit dem Rhythmus deiner Muttersprache. Deshalb klingt es unnatürlich. Niemand hat dir gesagt, dass Deutsch nicht nur im Kopf passiert. Deutsch ist Bewegung, Klang und Atem. Sprache lebt im Körper. Wenn dein Körper diese Bewegung nicht kennt, klingt dein Deutsch steif. Nicht, weil du schlecht bist, nicht, weil du Fehler machst, sondern weil du nie gelernt hast zu klingen wie ein deutscher Sprecher. Deutsch ist keine Regel. Deutsch ist Musik. Und diese Musik entsteht in deinem Mund. Dein Mund ist ein Muskel. Wie jeder Muskel braucht er Training. Wenn du ihn trainierst, wird dein Klang klarer und sicherer. Heute hörst du auf, nur zu lernen. Heute beginnst du zu klingen. Fließend sprechen heißt nicht perfekt sprechen. Es heißt echt zu klingen. Und das beginnt jetzt. Kapitel 2. Trainiere deinen Mund. Wenn du willst, dass dein Deutsch natürlich klingt, musst du deinen Mund trainieren. Nicht dein Kopf, sondern deine Lippen, deine Zunge und deinen Kiefer. Dort entsteht der Klang. Wenn dein Mund steif ist, klingt dein Deutsch hart. Wenn er locker ist, klingt es weich und natürlich.
Deshalb brauchst du tägliches Mundtraining. 10 Minuten am Tag reichen. Mach deinen Mund wach, bevor du sprichst. Öffne und schließe ihn. Atme tief, bewege deine Lippen, rolle deine Zunge. Spüre, wie dein Mund sich entspannt. Dann kommen die Sätze. Sprich sie laut nach. Wiederhole sie mehrmals, langsam und dann schneller. Achte auf die Bewegung, auf die Klarheit und auf deinen Klang. Hier sind deine Übungssätze. Ich spreche Deutsch jeden Tag. Mein Deutsch wird besser. Ich lerne deutlich zu sprechen. Ich kann gut sprechen. Ich klinge natürlich, wenn ich Deutsch spreche. Mein Mund lernt neue Bewegungen. Ich spreche ruhig und klar. Ich verstehe und werde verstanden. Mein Deutsch klingt jeden Tag besser. Ich spreche mit sicherer Stimme. Wiederhole diese Sätze täglich. Sag sie laut. Hör dir selbst zu. Spüre die Veränderung. Dein Mund ist wie ein Muskel. Er wächst mit jeder Wiederholung. Wenn du ihn trainierst, wird dein Deutsch lebendig, klar und natürlich. Kapitel 3 Deutsch sprechen mit echten Emotionen. Wenn du natürlich klingen willst, musst du mehr tun, als Wörter richtig sagen. Du musst sie fühlen. Sprache ist kein Ton, sie ist Stimmung. Ein Satz kann freundlich, traurig, wütend oder ruhig klingen. Es sind dieselben Wörter, aber ein anderes Gefühl. Das ist der Unterschied zwischen Sprechen und Leben. Wenn du Emotionen nutzt, wird dein Deutsch lebendig. Dein Mund, dein Atem, dein Klang reagieren auf das, was du fühlst. So trainierst du Natürlichkeit, nicht nur Technik. Wiederhole die folgenden Sätze laut. Sag sie mit Gefühl, spür sie im Körper, hör sie in deiner Stimme. Fang mit positiven Emotionen an. Ich bin froh, dass ich Deutsch spreche. Ich bin stolz auf mich. Ich freue mich, dass ich Fortschritte mache. Ich bin ruhig, wenn ich spreche. Ich mag, wie mein Deutsch klingt. Ich vertraue meiner Stimme. Dann wechsle zu anderen Gefühlen. Sag dieselben Sätze traurig, müde oder genervt. Ich bin müde vom Lernen. Ich habe keine Lust, heute zu sprechen. Ich bin frustriert, weil ich Fehler mache. Ich ärgere mich, wenn ich mich nicht ausdrücken kann. Ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen. Sprich sie laut, spür die Emotion. Dann atme tief und sag wieder etwas Positives. Ich kann das schaffen. Ich spreche besser als gestern. Ich bin stark und bleibe dran. Dieses Wechseltraining macht dein Deutsch echt. Du lernst mit Gefühl zu sprechen, nicht mit Spannung. So findet deine Stimme ihren natürlichen Klang. Sprich mit Emotion, nicht mit Angst. Dein Deutsch muss nicht perfekt sein, es muss lebendig sein. Wenn du Deutsch fühlst, klingen deine Wörter ehrlich. Und Ehrlichkeit ist der schönste Klang jeder Sprache. Kapitel 4 Wie du klingst, wenn du aufhörst zu denken. Die meisten Menschen klingen unnatürlich, weil sie zu viel nachdenken.
Sie denken an Grammatik, an Artikel, an Satzbau. Und während Ihr Kopf rechnet, verliert Ihre Stimme den Fluss. Natürliches Sprechen entsteht nicht im Kopf, es entsteht im Rhythmus. Wenn du aufhörst zu denken, beginnt dein Mund zu arbeiten, so wie er soll. Du lässt die Wörter fließen, ohne sie zu kontrollieren. Du sprichst automatisch wie ein Musiker, der seine Melodie spielt, ohne jede Note zu überlegen. Das ist dein Ziel. Dafür brauchst du nur Tempo, Wiederholung und Rhythmus. Wähle einfache Sätze und sprich sie laut, immer wieder. Zum Beispiel, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt. Sag es langsam, dann normal, dann schnell. Lass den Satz fließen. Mach das Gleiche mit. Ich bin gleich da. Ich hab keine Zeit. Ich weiß nicht. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Es muss nicht perfekt klingen. Wichtig ist, dass du im Fluss bleibst. Wenn du hängen bleibst, wiederhole sofort. Dein Mund soll reagieren, nicht dein Kopf. Das ist echtes Sprechen. Wiederholung baut Reaktion. Reaktion baut Natürlichkeit. Du denkst weniger, dein Klang wird echter. So trainierst du automatisch zu sprechen. Du lernst auf den Rhythmus zu hören, statt auf Regeln. Nach ein paar Tagen merkst du, deine Stimme fließt, deine Pausen werden kürzer. Dein Deutsch bewegt sich von selbst. Genau so klingt Natürlichkeit. Nicht geplant, nicht perfekt, einfach echt. Sprich, wiederhole, lass die Wörter fließen. Und jedes Mal, wenn du sprichst, ohne zu denken, wird dein Deutsch ein Stück natürlicher. Kapitel 5 Sprich ohne Angst. Angst ist der größte Feind beim Sprechen. Nicht Grammatik, nicht Wortschatz. Angst macht deine Stimme leise. Sie blockiert deinen Mund und friert deine Gedanken ein. Du willst sprechen, aber dein Körper stoppt dich. Du denkst zu viel darüber nach, wie du klingst, ob du Fehler machst, ob dich jemand auslacht. Aber die Wahrheit ist, niemand erwartet Perfektion. Die Menschen wollen dich verstehen, nicht bewerten. Fehler machen dich nicht schwach. Sie machen dich echt. Jedes Mal, wenn du sprichst, obwohl du Angst hast, wirst du stärker. Dein Mund lernt, dein Kopf entspannt sich und dein Klang wird natürlich. Angst verschwindet nicht, wenn du wartest. Sie verschwindet, wenn du sprichst. Sag dir laut, ich darf Fehler machen. Ich darf unperfekt sprechen. Ich darf klingen wie ich selbst. Wiederhole das jeden Tag. Atme tief, bevor du sprichst. Spür den Boden unter deinen Füßen. Heb den Kopf. Öffne den Mund. Sag etwas, egal was. Sprich im Laden, im Bus, mit dir selbst, vor dem Spiegel. Jedes Wort ist Training. Jedes Wort ist Mut. Sag Sätze wie, ich traue mich zu sprechen. Ich kann mich ausdrücken. Ich habe keine Angst vor Fehlern. Mein Deutsch wird besser, weil ich spreche. Wiederhole sie, bis sie wahr klingen. Angst verliert ihre Kraft, wenn du sprichst. Deine Stimme wächst, wenn du sie nutzt. Selbstvertrauen entsteht durch Bewegung, nicht durch Denken.
Auch sprich. 1 Tag. Unperfekt, laut, echt. Nur wer redet, wird sicher. Nur wer spricht, klingt natürlich. Kapitel 6. Die letzte Wahrheit. Viele Menschen hören auf, bevor ihr Deutsch natürlich klingt. Sie denken, sie sind zu alt oder zu langsam. Aber das stimmt nicht. Niemand wird über Nacht fließend. Sprache braucht Zeit, Übung und Geduld. Wenn du jeden Tag ein bisschen übst, wird dein Deutsch besser. Dein Mund lernt neue Bewegungen. Dein Ohr hört neue Töne. Dein Kopf lässt alte Gewohnheiten los. Alles verändert sich langsam, dann plötzlich. Wichtig ist, dass du weitermachst. Nicht perfekt, aber regelmäßig. 10 Minuten am Tag sind besser als 1 Stunde einmal pro Woche. Fokus heißt, aufmerksam zu sprechen. Keine Ablenkung, kein Handy, kein Denken. Nur du und deine Stimme. Sprich klar, ruhig und konzentriert. Wiederhole die Sätze. Fühl sie. Mach das jeden Tag. So entsteht Routine und Routine wird Können. Erfolg ist keine Frage von Glück. Erfolg ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, nicht aufzugeben. Eine Entscheidung weiterzumachen. Sag dir, ich bleibe dran. Ich vertraue dem Prozess. Ich lerne jeden Tag. Ich werde besser, Schritt für Schritt. Geduld heißt nicht warten. Geduld heißt glauben, dass dein Training wirkt, auch wenn du es noch nicht hörst. Wenn du deinen Fokus hältst, kommt der Erfolg von selbst. Dein Deutsch wird fließend. Dein Klang wird schön. Dein Selbstvertrauen wächst. Und eines Tages sprichst du ruhig, sicher und natürlich. Das ist der Moment, für den du trainiert hast. Wenn du bis hierher gekommen bist, hast du verstanden, dass natürliches Deutsch kein Zufall ist. Es ist Training, Gefühl und Geduld. Jetzt bist du dran. Schreib unten in die Kommentare. Ich bleibe dran, jeden Tag. Sag es laut und mach es zu deinem Ziel. Jeder, der das sagt, beginnt es zu leben. Wenn du sprichst, fühlst und übst, veränderst du dich. Wort für Wort. Tag für Tag. Danke, dass du bis hierher gehört hast. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um besser zu sprechen, nicht nur mehr zu wissen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, gib ihm ein Like. Teile es mit jemandem, der auch natürlich klingen will. Abonniere den Kanal, damit du keine neue Übung verpasst. Hier geht es nicht um Perfektion, hier geht es um Fortschritt, um deine Stimme und dein Vertrauen. Sprich weiter. Üb weiter. Bleib dran. Du bist auf dem richtigen Weg. Dein Deutsch wird fließend, natürlich und echt. Weil du es willst und weil du es machst. Bis zum nächsten Video.